Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Einheit. Mein Name ist Martin Bank von Bank & Partner. Insights oder DISC, oder wir kennen den Begriff auch aus den Behavior Styles nach der Verkaufsphilosophie von Integrity Selling, beschreibt Verhaltenstypologien. Man muss Verhaltenstypologien ganz klar unterscheiden von einer Vielzahl von anderen diagnostischen Verfahren wie Persönlichkeitstests oder Leistungsdiagnose oder dergleichen. Hier geht es ausschließlich um das Verhalten, um das menschliche Verhalten, das heißt um die Art und Weise, wie Menschen sich uns gegenüber verhalten. Warum Verhalten? Auch das liegt auf der Hand, weil das Verhalten, das menschliche Verhalten unserer Kunden das einzige ist, was wir rein nur durch Beobachten und Wahrnehmen analysieren können. Wie verhält sich unser Kunde uns gegenüber? Wie verhält er sich seinen Kollegen, seinen anderen Kunden, seinen Lieferanten? Das ist das, was wir rein nur durch Beobachten und Wahrnehmen analysieren können. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, wir müssen unsere eigene Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit schärfen und eine Vielzahl von Kriterien definieren, die den einzelnen Typen für uns sichtbar machen, weil aufgrund dieser Basis entwickeln wir dann unsere entsprechenden Verkaufsargumente. Und das Schöne ist, wir können aus beobachtbarem Verhalten auch Bedürfnisse, also unsere 4 Ps und Bedürfnisstrukturen ableiten und darstellen. Das ist der Vorteil, den dieses Modell uns ermöglicht. Das heißt, das Insights- oder das DISC-Modell ist in dieser Form dargestellt, das ist allseits bekannt, das DISC-Modell, die Scheibe oder Insights oder Behavior Styles. Wir haben hier in unserem Verhaltensmodell Ausprägung, das heißt beobachtbares Verhalten nach links und nach rechts. Man nennt es das Polaritätenprofil nach Jung. Carl Gustav Jung, ein sehr bekannter Verhaltensforscher, der hat gemeint, das menschliche Verhalten lässt sich auf 2 gegensätzlichen Ebenen darstellen. Und diese gegensätzlichen Ebenen definieren unsere 4 Grundverhaltenstypen. Ist relativ einfach, weil Jung meint, auf der linken Hälfte unserer Darstellung haben wir eher die introvertierten Verhaltenstypen. Also Menschen, die eher vorsichtig, in sich gekehrt, passiv, entweder analytisch oder empathisch agieren. Und natürlich ergibt sich von selbst, auf der anderen Seite haben wir eher extravertierte Persönlichkeiten, die sich eher nach außen orientieren, die eher aktiv, proaktiv sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Das ist die eine Unterscheidung. Die zweite Unterscheidung erfolgt zwischen den oberen und den unteren Verhaltenstypen. Oben haben wir nach Jung Menschen, die mehr so auf der Sachinhaltsebene argumentieren. Also hier geht es mehr um das Was. Was sagt jemand? Wir kennen das auch von Paul Watzlawick. Paul Watzlawick sagt auch, jede Kommunikation hat eine Sachinhaltsebene, es geht um das Was. Und demgegenüber steht die Beziehungsebene, und zwar die Beziehung zum Menschen, die menschliche Beziehung, die wichtig ist. Und es geht nicht um das Was, sondern es geht eher um die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Man könnte auch etwas ergänzen, indem man sagt, oben sind mehr so die rationalen Typen, salopp formuliert die Denker. Hingegen unten sind mehr die beziehungsorientierten Menschen, mehr so die emotionaleren Menschen, die Fühler. Das heißt, diese Ausprägungen definieren unsere 4 Verhaltenstypen. Wir haben quasi vom extrovertierten, sachinhaltsorientierten Denker bis zum introvertiert beziehungsorientierten Fühler unterschiedliche Verhaltenstypen und die jeweilige Kombination daraus. Diese möchte ich mal ausführlich darstellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich Menschen aufgrund ihres Verhaltens einordnen.